my name is Andrei Smirnov. I'm a guitarist of UDO. Ich bin der Fitti. Ja, wissen ja alle, dass ich der Bassist bin. Sven Dirkschneider von UDO und Dirk Schneider, der Schlagzeuger. In den letzten 3 Jahren ist Folgendes passiert. Wir wollten eigentlich nur einen kleinen Break anlegen und so ein paar spezielle Shows mit Accept-Songs spielen. Daraus haben sich dann so ca. 250 Shows entwickelt und das hat in den letzten 3 Jahren stattgefunden. You know, we started the first tour of Back to the Roots like a couple of years ago. It was really successful for us, and actually my dream came true because I joined the band, and my dream was also to play some of Accept classics, of course, with original singer, and we did that, and I'm really proud of that. Ich kenne den Udi jetzt schon 40 Jahre und irgendwo sind wir auch Freunde und Kumpels und haben viel zusammen erlebt, sind durch Höhen und Tiefen zusammengegangen und Resultat ist, wir sind beide immer noch da. Das sagt eigentlich alles. Our boss, your legend, turns tonight 66! Yeah, and of course that's a pleasure to stay next to him, to share the stage with this legendary guy, you know. And you know, you should see that from my perspective, because if you're 66 and if you should perform for 2 hours, being on a stage for 2 hours, that's actually a lot of work to do. And this guy can make that, you know. Es gibt so eine Aura um ihn herum und die ist ganz besonders, kann man schwierig beschreiben, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie mit ihm auf der Bühne mal stehen werde und jeden Abend irgendwie 2 Stunden rocken darf und ja, es ist großartig, gibt einem teilweise immer noch, auch jetzt nach 3 Jahren und keine Ahnung wie vielen Shows, die wir zusammen gespielt haben, Gänsehaut. Wenn er sich bei Metal Hard rumdreht, einen anguckt, ist sehr schön und ich genieße das. Wieso mache ich wieder UDO? Ja, ich meine, UDO hat mittlerweile 15 Alben auf dem Markt. Wir sind gerade mit dem 16. so gut wie durch. Und UDO hat auch eine feste Fanbasis und ist eigentlich auch im Prinzip eine selbstständige Band. Und deshalb wird es weiterhin nach UDO gehen. Decadent! We are so decadent! This is the decadent world! Nach 2 Jahren Dirk Schneider freue ich mich jetzt tierisch wieder darauf, UDO zu machen, weil wir haben ja auch jede Menge Alben, wir haben auch jede Menge Fans und da ist so ein bisschen Excitement wieder da. Metal Machine! Metal Machine! Ich habe auch jetzt wirklich wieder Bock und ja, freue mich mega auf UDO. Also die ganzen, und da sind natürlich auch viele Nummern bei, die ich noch nie gespielt habe, da freue ich mich auch extrem drauf. UDO draufsteht, ist UDO drin. Nee, wir versuchen eigentlich immer, jedes Album auch mal wieder anders zu sein. Dann haben wir die Songs geschrieben. Wir haben eigentlich immer zwischendurch am neuen Album gearbeitet, wenn wir Zeit hatten. Und ja, es war eigentlich auf der einen Seite auch ganz gut, mal viel Zeit zu haben, um ein neues Album zu schreiben. Wir haben lange überlegt, wie wollen wir das Album nennen. Man neigt ja leicht auch dazu, immer irgendeinen Songtitel zu nehmen. Und wir wollten dem Ganzen aber einen Obertitel geben und sind dann irgendwann mal so ein bisschen Brainstorming bei dem Titel Steel Factory gelandet. Und ich würde mal sagen, passt ganz gut zum Album. Mit Jakob Hansen ist eigentlich eine Sache, die hat sich auch entwickelt. Er hat Steelhammer gemastert, er hat Decadent gemastert und da war ich auch zwischenzeitlich im Studio. Er hat an der Navy Metal Night gearbeitet mit uns.
Und da haben sich, sagen wir mal, ein paar Sachen rausgestellt, wo wir gesagt haben, wir würden ganz gern mit ihm zusammenarbeiten. Das haben wir mit dem neuen Album gemacht. We're having fun actually every day and enjoying every hour being together. It was never like job, I mean like an office job to me, because we got kind of friends, you know, first of all. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, dieses Vater-Sohn-Verhältnis irgendwie auf die Straße zu bringen, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, wir genießen einfach die Zeit zusammen, haben jeden Abend auf der Bühne unfassbar viel Spaß. Wenn ich drüber nachdenke, was ich als Kind alles erleben durfte, ich glaube, ich war auf meiner ersten Motorhead-Show, da habe ich hinterm Schlagzeug bei Mikkey D gesessen. Und wenn ich da jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, fällt einem erstmal auf, was das überhaupt für ein Moment war. Für mich war es damals ganz normal, bis ich irgendwann in die Schule gegangen bin und dann so langsam mal die Gespräche mit den ganzen Klassenkameraden losgingen. Was machen denn deine Eltern so? Ja, meiner ist Banker, der andere ist Dachdecker, der andere ist Maler. Was macht denn dein Vater? Ja, der singt in einer Heavy-Metal-Band. Dann ging das natürlich los, die ganzen Eltern, ja, da können wir dich aber nicht mehr hinschicken, mit dem Sven gehst du nicht spielen, weil da zu Hause sind ja nur Drogen und Alkohol, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Wir hatten ein ganz normales Familienleben oder haben das auch bis heute noch. Relativ normal, bis irgendwann dann halt mal so man selber realisiert, was das eigentlich bedeutet, dass der Mann irgendwie oder mein eigener Vater auf der ganzen Welt bekannt ist. We played, I don't know, in so many countries. I think it's easier to say countries we actually didn't play. Das ist für mich Heimat. Heimat ist schon, ich sag mal, immer noch Deutschland, mit Sicherheit. Aber, sag ich mal, ich kann mich gut erholen auf Ibiza und St. Petersburg, sage ich, ist einfach eine tolle Stadt mit einer tollen Atmosphäre. Wir sind schon seit fast 20 Jahren unterwegs in Russland. Wir kennen hier viele Leute. Darum haben wir dann im Prinzip am Ende gefragt, warum machen wir das nicht mal in Russland? Auch die Location war geil, die uns angeboten worden ist, die Leute, die damit zusammenarbeiten, mit der Produktionsfirma. Also alles wunderbar.